for English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen ist mir vorher so ins Auge gestochen. Eine Sonora-Boa, ne? Boa constrictor imperator. Also Verbreitungsgebiet ist Sonora, sagt man Sonora-Boa oder Mexiko-Boa dazu. Ist ein Imperator, also einigermaßen klein bleiben, so bis runde 2 Meter. Die Sonora-Boas haben immer einen recht hohen Schwarzanteil, ne, wie ihr hier in der Zeichnung seht, also sind insgesamt recht dunkel. Wunderhübsche Boa Constrictor, gefällt mir wirklich sehr gut. Die Leopard-Boas übrigens werden auch mit diesen Sonora-Boas gezüchtet. Das ist eine zufällig aufgetretene Farbvariante, die ursprünglich eben aus diesen Sonora-Boas hervorging, auch relativ schwarz ist, ne? Und ja, gefällt mir wirklich sehr gut und deswegen heute mein Intro-Tierchen für euch. Diese Folge geht über die Opuntien, das Superfood der Terraristik. Wollen wir heute drauf eingehen. Gerade im Winter schwierig, irgendwas Gesundes unseren Terrarientieren zu füttern. Da ist das eine wirklich ganz tolle Alternative bzw. Ergänzung. Darüber erzähle ich euch heute was, zeige ich euch heute was. Wie gerade gesagt, vor allem im Winter ist das gesunde Füttern ein Problem. Im Sommer können wir rausgehen, da haben wir Löwenzahn, da haben wir alle möglichen Kräuter draußen, die wir unseren Terrarientieren geben können. Im Winter haben wir das leider nicht, da bleibt dann oft nur der Kopfsalat aus dem Supermarkt und dass der nicht optimal ist, das wissen wir alle. Wirklich eine ganz tolle Alternative sind diese Opuntien, ne? Also das sind, ihr kennt es ja, oder ich glaube auf Deutsch sagt man so Teddybär-Kaktus oder sowas dazu. Ich tue mich hier gleich mal mit Handschuhen bewaffnen, damit ich mir nicht doch hier so einen Stachel einfange. Die Opuntien haben einen unheimlich tollen Nährwert, haben ein ganz gutes Phosphor-Calcium-Verhältnis, also von Phosphor-Calcium 1:10. Ne? Calcium ganz wichtig für unsere Terrarientiere, deswegen müssen wir beim Füttern immer gucken, dass wir ein ausgewogenes Phosphor-Calcium-Verhältnis haben. Wie gesagt, in dem Fall fast das 10-fache. Das ist schon fast ein bisschen zu viel. Durch das, dass wir aber wieder andere Sachen füttern, relativiert sich das wieder. Gleich vorneweg, bevor ich es eben vergesse, durch den hohen Calciumanteil, den wir da haben, braucht er dann in dem Fall auch nicht zusätzlich mit Calcium bestäuben. Ne? Da würde er noch mehr Kalk zuführen und das Calcium-Phosphor-Verhältnis noch mehr verschieben, würde ich in dem Fall, wenn ihr diese Opuntien verfüttert, lasst dann das Kalkpulver weg zum Drüberstreuen oder Calciumpulver. Bevor ihr anfangt, das zu füttern, diese Opuntien sind eigentlich spineless, also stachellos, aber das sind sie nur im Großen und Ganzen. Ne? Ich weiß nicht, wie weit wir es mit der Kamera drauf kriegen. Ein paar so kleine Stacheln sind da schon dran, ne? Wie die hier jetzt ist sie schon weg. Also bevor ihr anfangt, das zu verfüttern, schaut sie euch nochmal genau an. Tut mit dem Messer diese kleinen Stacheln, die noch vielleicht da rausstehen, kann man einfach so mit dem Messer ein wenig entfernen. Jetzt habe ich hier auch gerade eine reingelangt. Kann man ein wenig so abschaben, je nachdem. Manche gehen ganz schnell und einfach weg, manche sind ein bisschen umständlicher. Macht die restlichen noch weg. Zum einen, damit ihr euch selber nicht verletzt, wenn ihr das verarbeitet, aber auch für eure Terrarientiere, dass die sich da nicht unnötig so einen Stachel irgendwo einfangen. Ihr braucht aber auch keine übertriebene Angst zu haben vor diesen Stacheln. Also in der Natur gibt es auch jede Menge stachelige Sachen. Also wir haben bis jetzt bei Schildkröten, Leguanen, bei Echsen, wo immer wir das verfüttert haben, haben wir noch nie irgendwie einen Unfall festgestellt, ne? Oder einen Stachel, der irgendwo drin war und sich entzündet hat. Also bis jetzt noch nie irgendeinen Unfall gehabt. Ich glaube, dass die Schildkröten oder dass der Fressapparat der Schildkröten auf sowas ganz gut vorbereitet ist und das ab kann. Und deswegen passiert da
auch wirklich nichts. Ne? Also wie gesagt, macht aber trotzdem diese paar kleinen, die ihr noch seht, macht er weg. Zieht euch am besten entweder so Arbeitshandschuhe an, hier solche mit dickem Plastik oder was drauf. Oder ihr könnt auch diese roten Lederhandschuhe anziehen. Das ist noch eine Nummer sicherer. Ne? Also ich habe jetzt gerade auch ein wenig in einen reingefasst. Also durch das Kunststoff kann auch eine Dorne mal durchgehen. Mit diesen dicken Lederhandschuhen, da seid ihr ganz auf Nummer sicher und könnt die Dinger anfassen, ohne dass irgendwas passieren kann. Habt ihr große Terrarientiere, ne? So irgendwelche adulten Iguana oder Nashornleguane oder Auteus, könnt ihr das Ding ganz reinlegen. Aber die meisten werden irgendwelche kleineren Tiere haben, Jungtiere haben. Da müssen wir das Ganze ein wenig klein schneiden. Ne, das können wir entweder einfach mit dem Messer könnt ihr so Scheiben schneiden. Oder wir haben so eine Raspel, da zeige ich euch gleich, da kann man es einfach runterraspeln. Ne? So muss man das Ganze ein bisschen präparieren. Die Opuntien selber sind aus rein biologischem Anbau, zumindest die, wo wir haben, vertreiben oder die wir verfüttern, sind rein biologischer Anbau, da ist nichts gespritzt, gar nichts. Ihr braucht die an sich auch nicht vorher waschen, also da ist nichts Schädliches dran. Manchmal sind die so ein bisschen weiß wie hier. Das ist einfach, ich weiß nicht, kommt es von der Feuchtigkeit, vom Regen oder sind es sogar vielleicht irgendwelche Wachse oder sowas, die es in der Natur gibt. Ne? Ich glaube, bei Früchten sagt man Fruchtwachse. Ich weiß nicht, ob es das auch bei so Kakteenstücken gibt. Aber es ist alles nichts, was euren Tieren schaden kann. Deswegen, wie gesagt, könnt ihr die direkt ungewaschen an sich verarbeiten, beziehungsweise wer will, kann die auch noch mal kurz abwaschen. Also da kann oder höchstens von der Lagerung vielleicht ein bisschen Staub oder sowas oder ein bisschen, einfach ein bisschen Staub dran sein. Wie gerade schon gesagt, ihr müsst das Ganze irgendwie klein kriegen. Wir verwenden dazu so einen Haushaltshobel. Da kann man das dann einfach so runter schleifen, ne? Kann man verschieden dick einstellen, je nachdem, was ihr für Tiere oder an welche Tiere ihr das verfüttert. Ne? Wenn ihr jetzt, ich würde sagen, umso größer das Tier, umso dicker können die Scheiben sein. Raspelt ihr da die entsprechende Menge runter und dann sieht es hier fast aus wie so ein Gurkensalat. Übrigens, also die Dinger kann jeder essen, könnt ihr als Mensch auch essen. Schmeckt übrigens richtig gut. Außen ist es ein wenig härter, innen ein wenig weicher, also richtig lecker. Eigentlich ganz wichtiger Punkt, beziehungsweise wenn ich die so im Mund habe, dann fällt mir das ein. Den Nährwert von den Opuntien hatte ich vorher mal kurz angesprochen. Sie haben einen unheimlich hohen Calciumgehalt, was sie einerseits so gesund macht. Dann haben sie einen sehr hohen Eiweißgehalt für Pflanzen. Ne? Also in Trockenmasse haben die um die 4–5% Eiweiß, was für eine Pflanze enorm viel ist. Gibt verschiedene Opuntien-Unterarten. Das ist Opuntia, ich glaube Indicus heißt sie. Wir blenden es unten ein, ich weiß es gar nicht auswendig. Die hat einen besonders hohen Eiweißanteil. Das ist eigentlich die, wo man so für die als Tierfutter auch recht häufig oder am meisten verwendet wird und die eben hier in Europa wächst. Also unsere hier kommen jetzt aus Portugal, gibt es glaube ich aus Spanien, Italien, ne, ganz Südeuropa gibt es diese Opuntien. Also noch ein guter Aspekt, was den Nährwert betrifft, sie haben wahnsinnig viel Wasser drin. Ne? Also in der Natur dienen sie auch als Wasserspeicher oder die Tiere lieben diese Pflanze auch wegen dem hohen Wasseranteil, weil sie Wasser aufnehmen wollen in den trockenen Gebieten. Also man kommt, glaube ich, auf einen Wasseranteil von um die 80%, was natürlich sehr super ist. Was Kleiweng oder was den Kot von den Tieren relativ dünn macht, wenn sie die Opuntien fressen, ist der geringere Faseranteil. Ne? Das kann man sich oder sieht man schon an dem Fruchtfleisch.
Das ist nicht so faserreich, also im Außenbereich, ne, die Ränder, die sind natürlich schon relativ faserreich. Aber in der Mitte das ist ja fast wie Gelee, also man kommt auf einen Faseranteil von ungefähr 10%. So Gras, Heu hat ungefähr 30% Faseranteil. Ne? Und die Schildkröten brauchen einen hohen Faseranteil für ihre Verdauung, also speziell Schildkröten, aber auch andere pflanzenfressende Reptilien. Um das zu verbessern, macht man eigentlich so einen Trick, nimmt man gutes Heu, beziehungsweise wir nehmen so Löwenzahnwiese, heißt es. Ne? Das seht ihr hier, da sind viel so Löwenzahnblüten und so weiter drin, aber auch die Blätter und die Stängel und alles. Ne? Also nennt sich Löwenzahnwiese und das tut man dann über das Futter mit drüber streuen. Und also gerade diese getrocknete Löwenzahnwiese, ne, im Gegensatz zu ganz frischer ist die ja auch getrocknet, die hat einen hohen Faseranteil und wenn ich das dann über das Futter drüber streue, ne, einfach so drüber mache, dann fressen die Terrarientiere das mit, fressen diese Fasern mit und somit kann man den geringeren Faseranteil, wie er eigentlich perfekt wäre, kann man dadurch ausgleichen und erreicht somit eine wirklich optimale Ernährung. Das gesündeste Futter nützt natürlich nichts, wenn es die Terrarientiere nicht fressen. Deswegen gehen wir jetzt zu den Tieren. Zeige ich euch bei Schildkröten, Echsen, dass sie gern rangehen, ne? Bei grüne Leguan, alle herbivoren Echsen, beziehungsweise auch Mischköstler, ne? Selbst so ein Theo oder sowas, wenn man es dem reinlegt, die Theos gehen da auch richtig gern ran. Zeigen wir euch jetzt, weil erzählen kann ich viel, wie gesagt, wenn es die Terrarientiere nicht fressen, dann nützt auch eine tolle, gesunde Opuntie nichts. Kollegin, die Anita, hat mal die Schalen hier hingerichtet. Also das Coole ist auch, wenn ihr euch jetzt mal die Schildkröte anguckt, also bei der Aldabras ganz extrem, die recken ja richtig die Köpfe hoch, ne? Schaut mal die riechen das Futter, also die gehen da drauf auch ab wie verrückt. Die Schalen hier rein. Um das Ganze, wie schon erwähnt, etwas faserreicher zu machen, habe ich hier so einen Beutel, nennt sich Löwenzahnwiese. Das sind einfach so getrocknete Kräuter, aber sie gehen schon primär natürlich an diese feuchten, frischen Opuntien. Und wenn ich diesen Trick so mache mit den getrockneten Kräutern, dann nehmen die diese Faser auf und wie gesagt, ist gesünder und besser und man sieht es dann am Schluss am Kot. Hier drüben haben wir Hermannis, ne, Europäer. Also meiner Erfahrung nach, die Europäer sind gleich ein wenig zaghafter. Nicht ganz so schnell, ne? Da muss man erst. Ja, die eine macht sich doch klar ran, die andere kommt auch schon. Gleiches Spiel hier wieder. Hier haben wir jetzt so afrikanische Spornschildkröte, kleine Jungtiere. Die fressen es echt auch mordsgern, die Spornis. Also als adulte Tiere, da kann man die ganzen Blätter reinlegen. Das habt ihr beim Jörg bei der Sulcata-Folge, glaube ich, auch gesehen, wo man so ganze Opuntienstücke, Teile reinlegt und die das dann richtig runterbeißen.
Jetzt bei den kleinen eben, da macht es schon Sinn, wenn man das so geraspelt reinlegt. Wenn man jetzt mal schaut, wirklich aus den hinteren Bereichen vom Terrarium kommen die dann angelaufen. Bei den Dornschwänzen ist es ein bisschen schwieriger natürlich. Die sind also da daneben, oder ein Dornschwanz, der aus der Hand frisst, irgendwelche Pflanzen, das ist schwierig, den muss man in Ruhe lassen. Ja. Der hat Interesse, aber den Gefallen, dass er mir jetzt hier ein Stück aus der Hand abbeißt, den tut er mir jetzt wohl leider doch nicht. Die grünen Leguane, die gehen schnell ran, also wenn man es da reinstellt, gehen auch sofort hin, fressen sofort davon. Für die scheint es wirklich auch echt schmackhaft zu sein. Abschließend noch ein paar praktische Details. Zum einen, wir füttern die Opuntien nicht jeden Tag. Wie gesagt, der Kot, also durch die hohe Feuchtigkeit, die in sich haben, wird der Kot ein bisschen weich, ein bisschen fast ein wenig schleimig. Also erschreckt auch nicht, wenn ihr da so einen grünen, schleimigen Kot drin habt, kommt durch die Opuntien. Aber deswegen geben wir es nicht jeden Tag, wir geben es so jeden zweiten Tag. Ich denke, das ist okay, das ist gut. Also haltet da ein wenig die Balance zwischen faserreichem, wie gesagt, am besten so die getrockneten Wiesenkräutern vielleicht und die Opuntien. Toll sind sie von der Lagerung. Ihr könnt sie 4 bis 8 Wochen kann man die gut lagern. Am Anfang haben wir es falsch gemacht. Wir dachten, naja, kühl und dunkel lagern war so unsere Idee, aber das ist eigentlich gerade falsch. Man soll sie nicht zu kühl lagern, so 15 bis 20 Grad ist perfekt, und man soll sie hell lagern. Ja? Also wenn die dunkel und kühl gelagert werden, dann verwelken die mehr oder weniger. Man soll sie, wie gesagt, bei gewisser Temperatur und bei einem guten Licht lagern. Dann haben die so ein Zwischenstadium zwischen weiterwachsen und sich ausharren sozusagen. Ja, dann halten die wirklich etliche Wochen lang. Also ist wirklich praktisch dann, dass man sich da einen kleinen Vorrat kaufen kann, und dann hat man die nächsten 4, 6, 8 Wochen wirklich ein tolles Futter. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terraristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terraristik-Produkte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt, und bleibt mir treu.